Blitzert's? Hallo, ein herzliches Willkommen. Dieser Regenbogen ist nur für euch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meinem Garten. Heute dekorieren wir oder gestalten wir einen kompletten Bereich in meinem Garten um. Und zwar machen wir eine kleine Blumenwiese für die Insekten und die Schmetterlinge. Ein bisschen Zen angehaucht, so wie in meinem ganzen Garten. Also ein bisschen japanischer Touch mit einem Buddha in der Mitte und einem Wasserspiel. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Ich nehme euch jetzt mit. Das Projekt hat ein paar Tage gedauert, deswegen habe ich mich ab und zu auch mal umgezogen. Das Wetter hat nicht immer mitgespielt, die Gesundheit hat nicht immer mitgespielt. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ich komme direkt vom Pflanzenmarkt und habe ein paar Pflanzen gekauft, die so einen asiatischen Touch haben, um diesen kleinen Gartenbereich ein bisschen aufzuwerten und da eine kleine Blumenwiese zu kreieren. Ich habe solch eine Wiese bereits in dem vergangenen Jahr gehabt. Ich blende euch gleich mal ein paar Bildchen ein und genauso hoffe ich, dass es bald aussehen wird, nur mit ein paar Deko-Elementen. Ich nehme euch mit in den Garten. Wenn man reinkommt, ist erstmal so ein bisschen Wiese, auch so, dass die Kinder ein bisschen spielen können. Auf der rechten Seite sind Apfelbäume und dann kommt die Fläche, wo ich die kleine Sommerwiese anlegen möchte. Ja, hier soll so ein kleiner Halbkreis entstehen. Ich habe schon mal so ein bisschen die Sachen da so hingestellt, die ich so im Garten noch hatte und von denen ich denke, die könnten gut hierher passen. Ein paar von den Elementen hatte ich gefunden, zum Beispiel dieses Stahlgebilde, was so 15 Kilo schwer ist. Dann habe ich noch so eine Feuerschale. Da bin ich mir aber unsicher, ob ich die hier mit reinsetze. Aber ganz wichtig ist eine Wasserquelle. So eine Pflanzschale habe ich mir geholt und da so ein kleiner Springbrunnen, der da drinnen mit Solarbetrieb laufen darf. Mein Wunsch ist so ein bisschen noch eine kleine Tränke für Vögel oder Insekten zu haben. Da ich habe zwar einen Teich, wo möglicherweise Insekten rankommen, aber Vögel auf gar keinen Fall, da ich ein Netz übergespannt habe, da sonst der Reiher mir alle Fische und Kois aus dem Teich holen würde. Wie man hier auch schön jetzt gerade, wo die Sonne scheint, erkennt, ist, dass die Hälfte dieser Fläche immer in der Sonne liegt und der hintere Teil, je nachdem wie der Sonnenstand ist, eher im Schatten. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man so eine Gartengestaltung beginnen kann. Ich habe so einen Zweierweg. Zum einen schaue ich natürlich, was habe ich für Elemente, die ich gerne verwenden möchte. Da zum Beispiel hier dieser eine wunderschöne grüne Stein, den habe ich mal gekauft und habe bisher noch keinen Platz. Oder halt auch dieses Stahlgestell hatten wir ja schon so. Und dann nehme ich diese Elemente und ganz wichtig natürlich heute ist der Buddha und pack die in ChatGPT, meine Wünsche. Und ich blende euch mal ein, was ChatGPT draus gemacht hat. Ich bin sehr überrascht gewesen und fand es irgendwie auch spannend zu sehen. Und das hilft mir so ein bisschen, weil auf Pinterest, klar, man kann sich da Inspo holen, aber es ist doch nicht ganz so mit den Elementen, die man selber schon hat. Ja, ich würde sagen, dann lege ich mal los und ich beginne mit einer Steinumrandung. Habe ich übrigens in verschiedenen Stellen in meinem Garten, ist eine wunderbare Mähkante, wenn man diese Steine ebenerdig legt und dahinter noch eine Umrandung hat, dass das Gras quasi so eine kleine auch optische Abtrennung hat und die Abtrennung ist auch gut. Dann haben die Kinder auch so eine Grenze und wissen, bis wohin sie trampeln dürfen. Wäre jetzt ja nicht schlimm, wenn man da auch mal drüber geht, aber so langfristig bleiben die Blumen natürlich schöner, wenn man nicht da immer drüber läuft. Auch die Steine habe ich noch im Fundus in meinem Garten. Da habe ich auch so ein paar halbe Steine und damit ich die gut integrieren kann, setze ich die so ein bisschen am Anfang als Muster. Ja, und dann schaue ich mal, wie ich das irgendwie hinkriege, dass der Kreis möglichst auch rund ist. Schaue erstmal, wo ist der Mittelpunkt und experimentiere ein bisschen rum. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie man richtig Steine legt und ich werde die jetzt auch nicht fest verfugen oder ähnliches, weil ich weiß nie, ob ich in 1 oder 2 Jahren
meinen Garten wieder komplett umgestalten möchte. Und da mag ich das, wenn man so ein bisschen, ja, nicht so fest sich legen muss. Deswegen werden die einfach jetzt nur in die Erde gesetzt und mit Sand verfestigt, aber jetzt nicht einbetoniert oder ähnliches. Als Umrandung habe ich mir hier so eine Rasenkante geholt. Die kann ich nämlich auch halbrund legen. Das geht nämlich bei sehr vielen Steinen nur schwieriger. Geht bestimmt auch, aber das habe ich mir jetzt überlegt. Das könnte ganz nett aussehen als kleine Grenze. Ich freue mich übrigens immer, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, auch wenn sie kritisch sind. Ich werde darauf eingehen. Im letzten Messevideo, was wirklich unfassbar krass gelaufen ist, es hat mich so wahnsinnig gefreut, wie viele von euch das Video sich angeschaut haben. Auf jeden Fall war da ein Kommentar, der sich ein bisschen mit der Frage nach Kunst und Kreativität beschäftigte. Und da habe ich gedacht, ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was über mich, wer ich bin, was ich mache. Und ihr schaut, während ich in der Zwischenzeit die Steine verlege und hier buddel. Also, aufgewachsen bin ich tatsächlich in Leipzig. Dann bin ich zum Studieren nach Erfurt und nach Ludwigsburg. Studiert habe ich zunächst Kunst und Musik und später Kulturmanagement. Das war auch so ein bisschen der Grundstein für das, was ich heute mache, nämlich dieses Videoschnitt und Content Creation. Das habe ich bereits vor 20 Jahren im Studium das erste Mal gemacht und da halt Soundschnitt und Videoschnitt im Studium gehabt. So habe ich die ersten Berührungspunkte gehabt und dann habe ich auch in der Branche gearbeitet ein bisschen und mit Fotokunst mich sehr, sehr viel beschäftigt und Webseiten gestaltet. Ich habe mir diese Rasenkante jetzt zusammengesteckt und schon mal diesen Halbkreis gemacht. Und da das optische Auge, also meins zumindest nicht so super perfekt ist, habe ich mir so eine Art Zirkel gebastelt. Einen Spieß in die Mitte und dann einen Faden, damit ich dann schaue, dass die Rasenkante so ungefähr an jeder Stelle gleich weg von der Mitte ist. Und dann haue ich die Rasenkante zusammen mit einem Fäustel so in diese Löcher, die ich vorher mit dem Spaten gemacht hatte. Und damit ich die gut in den Boden reinsetze, muss man vorher mit dem Spaten so einen Graben stechen, sonst gehen die nicht in die Erde. Ja, was soll ich euch erzählen? Vor 5 Jahren haben wir dann nach langer Wartezeit den Schrebergarten bekommen. Und das war sehr praktisch, so konnten wir mit den Kids immer ein bisschen draußen sein. Die Spielplätze hier in Berlin, die waren ja gerade in der ersten Phase gesperrt. Das war schrecklich, dass man mit den Kindern eigentlich nur hätte zu Hause bleiben können. Aber wir hatten gerade diesen Garten und konnten hier die Natur genießen. Und so habe ich gedacht, wenn ich den Garten habe und diese Leidenschaft, dann denke ich mir mal, könnte ich die eigentlich auch teilen. Nicht nur mit meinen Kindern und meiner Familie, sondern eben auch mit euch. Ich bin ein super kreativer Mensch und habe 1000 Projekte gleichzeitig. Genau, das ist mein Problem. So, ich denke, das ist so der erste Einblick. Machen wir mal weiter hier. Nicht, dass dieses Projekt hier nicht fertig wird. Ich steche jetzt einfach mit einem Spaten die Grasnarbe aus, ungefähr so tief, dass die Steine so auf Grashöhe sind, sodass mit dem Rasenmäher dann wunderbar drüber fahren kann. Und dadurch, dass die Metallrasenkante schon so ein bisschen im Boden eingeschlagen ist, habe ich einen guten Richtwert, um das so halbrund zu bekommen. Leider habe ich nicht genug von diesen roten Steinen im Garten gefunden, aber das macht nichts. Ich mache halt, soweit ich komme. Und im Anschluss nehme ich mir einfach schon ein bisschen Erde und verfuge dann noch ein bisschen die Lücken mit Erde, damit dann dort auch trotzdem der Rasen weiter wachsen kann. Und damit die Steine dann nicht so wackeln, schwemme ich die jetzt ein, so ein bisschen wie beim Pflanzen auspflanzen. Und zum Schluss packe ich dann Sand in die restlichen Fugen.
Ich finde, das sieht einmal hübscher aus und das rutscht dann auch besser noch in die Fuge. Das, wo keine Erde hingekommen ist, da kommt jetzt auf jeden Fall noch das Sand rein und ist auch gut. Dann kann das Regenwasser an der Stelle auch richtig gut schon in die Erde einfließen. Und dann nehme ich auch wieder den Gartenschlauch zur Hilfe und schwimme auch hier die Sandpartikelchen in die kleinen Fugen ein. So, ein paar Tage sind jetzt vergangen. Es ist etwas kühler geworden. Ich war in der Zwischenzeit auf der Messe und habe euch das Video hochgeladen. Und jetzt geht es eigentlich darum, ein bisschen die Rasenkante aufzuhaken. Ich werde nicht komplett den Rasen rausnehmen. Das ist viel zu müßig, zumal im hinteren Teil schon Blühpflanzen sind. So, ich habe jetzt so ein bisschen grob alles aufgehakt und vor allen Dingen das Moos rausgeholt und all der Rasen, der ein bisschen locker war. Im hinteren Teil habe ich viel stehen gelassen, weil hier sind tatsächlich schon einige Blühpflanzen oder Nutzpflanzen also in dem Sinne, dass es den Schmetterlingen und den Insekten nutzen wird. Die lasse ich stehen, da hinten ist Schatten, da wird immer schwieriger sein, dass es aufgeht. Und jetzt packe ich hier einfach Sand noch mit hin, damit der Boden ein bisschen karger wird. Das mögen die Blumen natürlich viel lieber. Ja, durch den Sand hoffe ich, dass der Boden dann etwas mager genug ist. Ich hatte ja genau an dieser Stelle schon mal eine Wiese mit blühenden Pflänzchen, eine Schmetterlingswiese. Deswegen bin ich guter Dinge. Bevor ich jetzt weitermache, werde ich trotzdem noch mal kurz ein bisschen angießen, damit die Samen dann auch die nötige Ausgangsfeuchtigkeit im Boden haben, wenn sie dann gleich in die Erde dürfen. Ich habe keine Ahnung, ob die Kamera jetzt auch einen Regenbogen einfangen kann. Und dieser Regenbogen, den schenke ich jetzt euch lieben Abonnenten. Ich bin so unfassbar stolz auf uns, dass unsere Community einfach in den letzten Tagen so gewachsen ist. Herzlich willkommen all den neuen Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn du auch so einen schönen Regenbogen haben möchtest, dann drück einfach auf den Abo-Knopf. Kostet nichts und ich schenke euch einen Regenbogen. Für den Hintergrund hatte ich ja geplant, diesen Bambus zu positionieren. Und den werde ich aber nicht in den Erdboden eingraben, sondern ich lasse den im Topf. Das ist eine Sorte, die heißt Winterjoy und verträgt auch minus 28 Grad. Gut, das haben wir hier nicht. Und der bildet jetzt angeblich keine Ausläufer. Das ist ganz gut, weil der Topf hat auch Löcher. Und ein richtiger Bambus, der so Ausläufer bildet, würde auch durch diese kleinen Löcherchen durchgehen. Damit der nicht nasse Füße bekommt, mache ich hier so ein bisschen Drainage. Da Naturlava habe ich einfach als Pflanzgranulat gekauft. Finde ich es optisch jetzt für diesen Zweck sehr hübsch. So, das Bäumchen habe ich schon mal, was heißt Bäumchen? Den Bambus habe ich schon mal positioniert und auch dieses 15 Kilo schwere Kortenstahlgerüst. Und es ist ja beim Arrangieren häufig so, dass es gut ist, wenn es eine ungerade Zahl an Elementen sind. Also idealerweise halt bei so einer Sache 3 oder dann halt wieder 5. Und deswegen ist jetzt blöd. Jetzt habe ich ja meinen Buddha, der auf jeden Fall hier drauf sein soll. Und ich habe auch ChatGPT gesagt, mach den mit rein. Was ChatGPT nicht gemacht hat und was ich jetzt sehe, was aber eventuell funktionieren könnte, ist, wenn der Buddha hier vor dem Wasser thront. Da probiere ich das mal kurz. Dann schwebt der ja so ein bisschen auf und über dem Wasser.
Ja. Jetzt will ich noch die andere Sache ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber wisst ihr immer ganz genau, wie ihr etwas arrangiert? Ich nicht. Ich muss immer sehr viel ausprobieren, es hinstellen, es wirken lassen und es am Ende doch wieder verändern. Jetzt habe ich hier noch einen etwas größeren Stein. Auch süß. Mir gefällt das jetzt sowohl, wenn er dahinter sitzt, als auch wenn er in dem Wasserbad sitzt und schwebt. Ich probiere noch mal den großen Stein in dem Bottich aus. Und ja, ich schnaufe, weil der Stein ist echt schwer. Naja, der nimmt aber schon ganz schön viel Wasser dann weg. Verdammt, das sieht auch gut aus. Ich habe euch mal umgestellt. Einfach, weil das ja so der Blick ist, den man als Betrachter jetzt häufiger haben wird, hier von der Terrasse aus. Ich zeige euch gleich nochmal dann die Terrasse. Wie versprochen, das hier ist jetzt der Blick von der Terrasse. Gut. Und ich glaube, ich lasse den Butter in dem Wasser und probiere mal aus, wie das jetzt aussieht, wenn ich da Wasser reinlasse. Und auf den großen Ständer, auf dieses Gerüst, habe ich gedacht, stelle ich jetzt dann diesen Stein. Ich bringe euch mal ein bisschen näher ran und zeige euch mal, wie dieser Stein in echt hier so rumglitzert. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, man sieht es immer noch nicht so richtig, aber gut, jetzt kommt die Sonne ja auch so ein bisschen von hinten. So, es glitzert. Glitzert's? Ich glaube nicht, aber für mich glitzert's. Ein bisschen Glitzer im Leben. Ja, dann lasse ich mal jetzt Wasser hier rein. Was meine Kinder immer machen, der Buddha, der hat ja so die Hände gefalten. Und die geben den immer Blümchen in die Hand. Während das Wasser einläuft, mache ich mal ein bisschen Ordnung hier im Garten. Und dann bepflanzen wir gleich den Ton. So, Wasser ist jetzt bis oben hin gefüllt. Kann man auf dem Video gar nicht so gut erkennen. Und jetzt setze ich schon mal dieses Solar-Blubberding ein. Das habe ich jetzt schon ein paar Tage hier drin auch laufen lassen. Wunderbar. Das funktioniert. Funktioniert halt nur, wenn die Sonne scheint, aber das ist am Ende auch super. So ein bisschen Zirkulation auf der Wasseroberfläche. Und jetzt im hinteren Teil werde ich jetzt verschiedene Steine positionieren, weil die Pflanzen ja nicht auf dem Erdboden wachsen können. Oh, kalt. Durch diese kleine Stelle, die da hinten jetzt geschaffen wurde, haben natürlich auch die Insekten eine Möglichkeit, da zu trinken oder, wenn sie vorne halt ins Wasser fallen, da auch wieder rauskrabbeln zu können. Das ist immer ganz gut bei so größeren Wasserstellen, weil dann die Insekten wieder rausfinden, wenn sie zufällig reinfallen. Für den Stab, den ich von der Messe mitgebracht habe, habe ich jetzt auch gedacht, habe ich eine Verwendung. Und damit dieses dreierlei gleich bleibt, ersetze ich jetzt hier diesen Bambusstab. Den hat ich auch nur hingemacht, damit der Bambus in eine bestimmte Richtung geht. Und so hat der Stab auch noch eine weitere Nützlichkeit, nämlich als Rankhilfe. Ich finde auf jeden Fall das jetzt ganz hübsch.
Der Bambus hat eine kleine Stütze und knickt vielleicht nicht beim ersten Wind gleich um. Zu guter Letzt erfolgt jetzt die Aussaat. Ich habe einmal eine Singvogelmischung. Dann habe ich noch mal diese Nektarwiese. Da steht jetzt Insektenfutterpflanzen. Und dann, damit es einfach wegkommt, habe ich noch so Saatbomben, Werbegeschenke. Die werde ich einfach auch mit einbringen. Und das hat mir mal mein bester Freund geschenkt. Das sind auch Saatbomben mit ungiftigen Wildblumen. Und genau das wollen wir jetzt hier. Liebe Grüße nach Leipzig. Ist ja süß. So wie kleine bunt gefärbte Eier. Und halt so Tonkügelchen. Die dürfen schön nass werden und dann kommen anscheinend hier die Blümchen raus. Jetzt kommt das Saatgut, die Singvogelmischung und dann noch die andere Seite. Und jetzt noch ein bisschen mehr. Jedes Gartenjahr ist ja so ein bisschen anders. Und während wir letztes Jahr so wahnsinnige Schneckenprobleme hatten, habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr keine da sind. Und Schnecken haben ja letztes Jahr meine Sonnenblumen direkt hier aus diesem Beet rausgefuttert. Und deswegen habe ich die diesmal im Gewächshaus in so einem Kasten vorgezogen. Die sind jetzt schon sehr groß geworden, aber die dürfen jetzt trotzdem hier in die Blumenwiese einziehen. Boah, die haben schon richtiges Wurzelwerk. Eieiei. Tada! Das ist eine Wurzelmasse. Und die packe ich jetzt in den Hintergrund. So, die habe ich jetzt eingebuddelt. Und weil ich jetzt noch ein bisschen Sand übrig habe, werde ich auch noch ein bisschen Sand hier ausbringen, gerade da, wo ich jetzt gebuddelt habe. So, und damit sind wir jetzt fertig geworden. Ich möchte euch noch mal einen kompletten Überblick über diesen kleinen Bereich in meinem Garten geben, wo hoffentlich demnächst dann bald die Insekten sich tummeln. Ja. Und damit hoffe ich, kann ich euch ein bisschen inspirieren, auch mal so eine kleine Ecke im Garten umzudekorieren. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr auch zukünftig bei meinen Projekten dabei sein wollt, wenn es ums Gärtnern, Anbauen, später dann natürlich auch ums Einkochen geht, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Entspannt euch wie der Butter und wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Alles Liebe aus Berlin, eure Maria. Ja, Buddhas finden sich in meinem Garten immer mal wieder. Hier vorne ist so ein kleiner Mini-Steingarten. Ach so, ja, natürlich, ich habe zwar Buddhas, aber ich habe auch Zwerge und die Kinder haben auch kleine Entchen hingestellt. Und hier gehen gerade all die Pfingstrosen auf. Das hier sind übrigens 2 Sorten, deswegen ist die schon ein bisschen offen und knallpink und die sind noch ein bisschen geschlossen. Und das hier ist wieder dann der Start von den Rosen, die hier entlang wachsen. Ich liebe Pfingstrosen.